Hallo und herzlich willkommen zu unserer heutigen Vertiefung. Hallo auch von meiner Seite. Wir schauen uns heute mal genauer an, was Deutschland so kulturell ausmacht. Wir haben uns dazu ja einige Quellen angeschaut. Genau, das Ziel ist ja, dir als Sprachlerner zu zeigen, wie eng Sprache und Kultur zusammenhängen. Das hilft ungemein beim Verstehen und Sprechen. Absolut. Wir wollen das heute mal ein bisschen entpacken. So ein paar typische, aber auch vielleicht überraschende Dinge. Pünktlichkeit, Feste, Essen, Kommunikation. Fangen wir doch mal mit einem Klassiker an, oder? Die deutsche Pünktlichkeit. Ja, das kennt wohl jeder als Klischee. Aber es steckt ja mehr dahinter, als nur zur richtigen Zeit da zu sein. Es ist ein Wert, habe ich gelesen. Pünktlichkeit ist die Höflichkeit der Könige, heißt es ja. Stimmt, das Zitat kennt man. Aber es geht wohl tiefer. Es hat viel mit Respekt zu tun, Respekt vor der Zeit anderer Leute und auch mit Effizienz, denke ich. Effizienz, ja. Die Quellen legen nahe, dass es auch was mit Organisation zu tun hat. Historisch gesehen, Arbeitsprozesse, Verlässlichkeit. Ganz genau. Man sagt ja auch pünktlich wie die Maurer. Das zeigt, wie alltäglich das ist. Und für dich ist wichtig zu wissen, wenn du unpünktlich bist, kann das schnell als mangelnde Ernsthaftigkeit oder Unzuverlässigkeit gewertet werden. Das ist gut zu wissen. Also lieber 5 Minuten zu früh als 1 Minute zu spät. So ungefähr, ja. Es ist einfach Teil der sozialen Erwartungshaltung in vielen Bereichen. Okay, nächstes Thema, was ganz anderes. Das Oktoberfest. Weltberühmt. Ah, das Wiesenfieber. Ja, riesig. Ursprünglich war das ja mal eine Hochzeitsfeier, 1810 für den bayerischen Kronprinzen. Stimmt, das vergisst man oft. Heute ist es das größte Volksfest der Welt. Ein Symbol für Geselligkeit, oder? Absolut. Und für dich als Lernende ist es eine super Gelegenheit. Du hörst Dialekte, lernst Vokabular rund ums Essen, denk an Brezen, Weißwurst. Lederhosen, Dirndl, genau. Und natürlich das Anstoßen. Prost. Man erlebt da eine sehr ausgelassene Seite der deutschen Kultur. Das glaube ich. Kommen wir mal zum Essen, aber etwas Alltäglicherem. Brot. Ich war erstaunt zu lesen, über 3000 Sorten soll es geben. Ja, die deutsche Brotkultur ist wirklich einzigartig. Das ist sogar UNESCO-Kulturerbe, diese Vielfalt. Von Schwarzbrot über Mischbrot bis zur Laugenbrezel. Wahnsinn. Das zeigt ja auch eine enorme regionale Vielfalt, ne? Absolut. Jede Region hat so ihre Spezialitäten. Und das Handwerk dahinter, die Bäckereien, das ist auch wichtig. Sprachlich relevant sind dann so Wörter wie Mehl, Teig, Backen und die Redewendung, die du erwähnt hast. Das ist mein Brot für den Lebensunterhalt. Das zeigt ja, wie zentral das ist. Eben, es ist tief im Alltag verwurzelt. Mehr als nur Sättigungsbeilage. Von der Kulinarik zur Hochkultur. Klassische Musik. Deutschland hat da ja riesige Namen hervorgebracht. Bach, Beethoven, Wagner. Definitiv ein reiches Erbe. Und Städte wie Leipzig mit Bach oder Bayreuth mit Wagner sind ja bis heute wichtige Zentren. Fürs Deutschlernen ist das sicher auch spannend. Auf jeden Fall. Man begegnet anspruchsvollerem Vokabular Symphonie, Orchester, Komponist, Oper. Und wenn du mal versuchst, Liedtexte oder Opernlibretti zu verstehen, das schult ungemein das Hörverständnis und bringt dich mit einer poetischeren, formelleren Sprache in Kontakt. Guter Tipp. Bleiben wir bei Traditionen, aber etwas gemütlicher. Weihnachtsmärkte. Die sind ja auch sehr typisch. Oh ja, die Adventszeit ohne Weihnachtsmarkt ist kaum vorstellbar. Das hat ja eine ganz lange Tradition, seit dem Mittelalter schon. Diese Atmosphäre ist schon besonders, oder? Mit dem Glühwein, dem Duft von gebrannten Mandeln, Handwerkskunst, die Lichter. Das Wort Gemütlichkeit trifft es da gut. Absolut. Und wieder ein Lernfeld für dich. Festliches Vokabular wie Tannenbaum, Adventskranz, Lebkuchen, Geschenke. Und es hilft, die kulturellen Bräuche zu verstehen, etwa die Bedeutung des Advents. Das macht Gespräche über Feiertage viel einfacher. Stimmt. Jetzt mal ein Sprung zu etwas, das oft für Diskussionen sorgt. Die deutsche Kommunikationskultur. Sehr direkt heißt es ja oft. Ja, das wird häufig so wahrgenommen. Manchmal als etwas abrupt oder sogar unhöflich. Man spricht eben gern Klartext. Aber ist es wirklich Unhöflichkeit? Die Quellen sagen ja eher, es geht um Ehrlichkeit und Klarheit. Genau, das ist der Punkt. Der Wunsch nach Effizienz und Eindeutigkeit spielt da eine große Rolle. Man will Missverständnisse vermeiden. Aber, das ist wichtig, es ist nicht immer gleich. In Norddeutschland ist man vielleicht noch direkter,
als im Süden. Und wie kann man damit umgehen oder das lernen? Es fühlt sich bestimmt komisch an, so direkt Nein oder ich stimme nicht zu sagen. Das braucht Übung, klar. Und Fingerspitzengefühl. Aber das Verständnis, warum diese Direktheit geschätzt wird, eben als Zeichen von Ehrlichkeit und Effizienz, hilft, es nicht persönlich zu nehmen. Und es hilft auch, sich selbst klarer auszudrücken, wenn es angebracht ist. Die deutsche Grammatik unterstützt das ja auch. Sie ist oft sehr präzise. Ein interessanter Aspekt. Kommen wir zu etwas, das in den letzten Jahrzehnten immer wichtiger wurde. Umweltbewusstsein. Stimmt, Deutschland gilt da ja als ziemlich engagiert. Man denkt sofort an Mülltrennung, Pfandsystem für Flaschen und Dosen, die Energiewende weg von fossilen Brennstoffen. Woher kommt das? Ist das nur politisch gesteuert? Nicht nur, die Quellen deuten auf eine Mischung hin. Da gibt es wohl eine gewisse Naturverbundenheit, vielleicht aus der Romantik noch, aber auch ein starkes Gefühl für Verantwortung, eine kollektive Verantwortung. Und auch wieder dieser Hang zur Organisation. Man organisiert halt auch den Umweltschutz systematisch. Und sprachlich? Gibt's da was Besonderes? Na klar. Das ganze Vokabular rund um Umweltschutz, Nachhaltigkeit, erneuerbare Energien, Klimawandel, das sind riesige Themen in den Medien und im Alltag. Wenn du da mitreden kannst, bist du nah dran an wichtigen gesellschaftlichen Debatten. Und die Redewendung grün denken zeigt ja auch, dass es ein Wert ist. Verstehe. Neben all der Ernsthaftigkeit und Struktur gibt es aber auch die total ausgelassene Seite, oder? Karneval. Ja, oder Fasching oder Fastnacht, je nach Region. Besonders im Rheinland, in Köln, Düsseldorf, Mainz, da geht's richtig rund. Mit Kostümen, Umzügen, Musik und viel politischer Satire, habe ich gelesen. Genau. Eine Zeit, in der vieles auf den Kopf gestellt wird. Für dich als Sprachlerner ist das wieder spannend. Du hörst viel Dialekt, lernst witzige, umgangssprachliche Begriffe wie Kamelle, Süßigkeiten, die geworfen werden, Bützchen, Küsschen, Narr oder Jeck für die Karnevalisten und natürlich das Schunkeln. Ja, wenn man sich beim Nachbarn einhakt und im Takt der Musik hin und her wiegt. Das ist sehr typisch. Es zeigt eine ganz andere, humorvolle, fast performative Seite der Sprache und Kultur. Klingt nach Spaß. Noch eine ganz andere Welt, Märchen. Die Brüder Grimm sind ja weltbekannt. Absolut. Hänsel und Gretel, Schneewittchen, Rotkäppchen, das sind ja nicht nur Kindergeschichten, das ist tiefes Kulturerbe. Sie spiegeln alte Volksweisheiten, Moralvorstellungen, Ängste und Wünsche wider. Und fürs Deutschlernen? Sind die gut geeignet? Sehr gut sogar. Die Sprache ist oft relativ einfach, aber trotzdem reichhaltig. Du lernst klassischen Wortschatz, Wald, Hexe, Prinzessin, Zauber. Und du übst das Leseverständnis. Interessant sind auch sprachliche Merkmale wie die Diminutive, also Verkleinerungsformen wie Häuschen, Kindlein, Männlein. Die machen die Sprache oft bildhafter. Guter Punkt. So, wir nähern uns dem Ende unserer Liste. Was fehlt noch? Natürlich. Bier. Das darf nicht fehlen, klar. Deutschland und das Bier, das ist eine lange Geschichte. Man denkt sofort an das Reinheitsgebot von 1516. Genau. Nur Hopfen, Malz, Hefe und Wasser dürfen ins Bier. Traditionell. Und die Vielfalt ist ja auch hier riesig. Über 7000 Sorten, habe ich gelesen. Ja, jede Region hat ihre Brauereien, ihre Biersorten Pilz, Weizen, Kölsch, Alt, Bockbier. Es ist mehr als nur ein Getränk, es ist Teil der Kultur, der Geselligkeit. Der Biergarten ist da sicher ein wichtiger Ort, oder? Ins Gespräch zu kommen. Beim Bestellen, beim Anstoßen mit zum Wohl oder Prost. Du erlebst soziale Rituale und übst dein Konversationsdeutsch in einem lockeren Umfeld. Okay, das war jetzt ein Ritt durch 10 sehr unterschiedliche kulturelle Aspekte. Pünktlichkeit, Feste, Essen, Musik, Kommunikation, Werte. Man sieht schon deutlich, wie eng das alles mit der Sprache verwoben ist, oder? Ganz genau. Die Präzision, die in der Sprache oft geschätzt wird, spiegelt sich vielleicht in der Pünktlichkeit wider. Die regionalen Dialekte hörst du auf Festen wie dem Oktoberfest oder im Karneval. Die Brotkultur zeigt regionale Identität. Und wenn man diese kulturellen Hintergründe versteht, also zum Beispiel, was hinter der deutschen Direktheit steckt oder was Gemütlichkeit auf einem Weihnachtsmarkt bedeutet, Dann wird dein eigener Sprachgebrauch viel authentischer. Du verstehst nicht nur die Worte, sondern auch die Zwischentöne, die sozialen Codes. Das hilft dir enorm, zum Beispiel bei der kniffligen Frage, wann du jemanden duzt oder siezt. Es macht das Lernen einfach viel bedeutungsvoller.
Also, was können wir dir jetzt praktisch mitgeben? Vielleicht einfach die Anregung, mal gezielt auf diese Dinge zu achten. Ja, schau vielleicht mal eine Doku über eine deutsche Region, hör bewusst deutsche Musik, lies ein Märchen im Original. Oder versuch dich mal an einem deutschen Rezept, vielleicht eine Brezel backen. Oder, wenn möglich, besuch einen Weihnachtsmarkt, einen Biergarten oder vielleicht sogar Karneval, wenn du die Chance hast. Und sprich darüber. Tausch dich mit anderen Lernenden oder Muttersprachlern aus. Genau. Nutzen, anwenden, darüber reden. So, was nehmen wir also mit? Wir hoffen, diese kleine Erkundung hat dir nicht nur Wissen vermittelt, sondern vielleicht auch neue Ideen für dein Deutschlernen gegeben. Und vielleicht eine Frage zum Weiterdenken für dich. Welche dieser kulturellen Eigenheiten, die wir besprochen haben, Pünktlichkeit, Direktheit, Brotkultur, Umweltbewusstsein, Feste, Märchen, Bier, welche findest du persönlich am spannendsten oder auch am überraschendsten? Und wie könnte dieses Bewusstsein vielleicht die Art beeinflussen, wie du Deutsch in Zukunft hörst, sprichst oder verstehst? Danke fürs Zuhören. Wenn dir diese Folge gefallen hat, abonniere uns, gib uns ein Like und teile sie mit deinen Freunden.